Laras Weg zur perfekten Prüfung. Lara ist 19 Jahre alt und steht kurz vor ihrer Abschlussprüfung an einer Fachoberschule für Wirtschaft. Sie ist eine gewissenhafte Schülerin, die in den letzten Jahren immer ordentliche Noten hatte, aber nie eine Überfliegerin war. Jetzt, in ihrem letzten Schuljahr, hat sie sich vorgenommen, die Prüfung besonders gut zu bestehen, um den bestmöglichen Einstieg ins Berufsleben oder Studium zu erhalten. Doch der Druck ist groß. Familie, Lehrer und Freunde reden immer wieder davon, wie wichtig diese Prüfung sei. Lara spürt eine wachsende Anspannung und entscheidet, ich möchte wirklich alles geben, um mich optimal vorzubereiten und mein Bestes zu zeigen. Zu Beginn des Schuljahres bekommt sie von ihren Lehrern die Themenbereiche für die mündlichen und schriftlichen Prüfungen genannt. Es geht um Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Deutsch, Englisch und ein Wahlfach, das in ihrem Fall Informatik ist. Lara macht sich in ihrem Kalender Notizen, wann welche Prüfung etwa stattfinden wird. Dabei stellt sie fest, dass sie nur etwa 4 Monate Zeit hat, bis die schriftlichen Prüfungen beginnen. Das erscheint ihr wenig, wenn man bedenkt, wie umfangreich der Stoff ist. Aber sie denkt, 4 Monate sind genug, wenn ich einen guten Plan mache. Sie beschließt, einen Lernplan zu erstellen. Sie sitzt an einem freien Samstagnachmittag in ihrem Zimmer, breitet alle Schulunterlagen aus und überlegt, wie sie das Pensum strukturieren kann. Als erstes teilt sie die Fächer in Kategorien. Deutsch und Englisch sind vor allem Verständnis, Lese- und Schreibkompetenz. Betriebswirtschaft und Rechnungswesen erfordern mehr Auswendiglernen von Formeln, Gesetzen und Methoden. Informatik umfasst Programmiergrundlagen, Datenbanken, Netzwerke. Sie nimmt ein großes Blatt Papier und schreibt sich pro Woche ein kleines Ziel auf, zum Beispiel Betriebswirtschaft, Thema Marketing in dieser Woche lernen. Oder Rechnungswesen, Buchungen bis Seite 50 wiederholen. Es ist ein aufwendiges Unterfangen, doch sie spürt Erleichterung, als sie eine Übersicht hat. In den ersten Wochen läuft es recht gut. Lara versucht jeden Tag nach der Schule 1 Stunde zu lernen, abends noch eine halbe Stunde Wiederholung oder Vokabeln. Am Wochenende plant sie mehr Zeit ein, vielleicht 3 Stunden pro Tag. Dabei merkt sie, dass sie Pausen braucht, damit sie nicht überarbeitet. Sie geht gern mit ihrem Hund spazieren oder trifft sich 1 Stunde mit einer Freundin auf einen Tee. Ihr Kopf tut sonst weh, wenn sie stundenlang über Büchern sitzt. Nach 2-3 Wochen treten jedoch erste Schwierigkeiten auf. In Betriebswirtschaft haben sie plötzlich zusätzliche Aufgaben bekommen und in Rechnungswesen versteht sie ein neues Thema nicht auf Anhieb. Sie merkt, dass ihr Lernplan schon durcheinander gerät, weil sie mehr Zeit für Rechnungswesen einplanen muss als gedacht. Sie wird frustriert und fragt sich, ob sie es jemals schafft, alles rechtzeitig zu kapieren. Da beschließt sie, sich Hilfe zu suchen. Eine Mitschülerin namens Stella, die in Rechnungswesen sehr gut ist. Lara fragt Stella, ob sie ab und zu zusammen lernen wollen. Stella sagt erfreut zu, weil auch sie nicht alles alleine machen will. Zu zweit gehen sie nun Freitagnachmittags die komplizierten Buchungssätze durch und erklären einander, bis es Klick macht. Lara stellt fest, dass gemeinsames Lernen ihr hilft, motiviert zu bleiben. Sie merkt, wie wichtig es ist, realistisch zu bleiben und den Plan immer wieder anzupassen. Manchmal verschiebt sie ein Thema von einer Woche in die nächste, weil etwas anderes Vorrang hat. Sie achtet auch darauf, dass sie nicht zu viele Fächer an einem Tag durcheinander lernt. Lieber 2 Fächer gründlich, als 4 nur oberflächlich. Außerdem probiert sie verschiedene Lernmethoden. Für Englisch schreibt sie Vokabelkarten, für Deutsch liest sie Beispielaufsätze. Für BWL zeichnet sie Schaubilder, um Zusammenhänge visuell darzustellen. Nach einem Monat bekommt sie den ersten großen Test. Eine Probeklausur in BWL, die als Vorbereitung dient. Sie war zwar nervös, hat aber gut gelernt und am Ende bekommt sie eine 2. Sie ist erleichtert, dass ihr Plan erste Früchte trägt. Doch sie will sich nicht zurücklehnen,
sondern weitermachen. Ihre Eltern loben sie, aber sie spürt manchmal auch ihren Druck. Wir hoffen, du schaffst einen tollen Abschluss, sagen sie. Lara schluckt und denkt, ich will das auch, aber es ist nicht leicht. Sie kämpft zwischendurch mit Stresssymptomen, schlecht schlafen, Kopfschmerzen. An manchen Tagen hat sie einfach keine Energie, um sich hinzusetzen. Sie erkennt, dass sie einen Ausgleich braucht, etwas Sport oder Hobbys, sonst brennt sie aus. Sie beschließt, einmal pro Woche zum Yogakurs zu gehen. Das hilft ihr, den Kopf frei zu bekommen. Auch ein warmes Bad oder Musik hören können Wunder wirken, wenn sie sich ausgelaugt fühlt. Nach weiteren Wochen steht eine mündliche Prüfung in Englisch an, die Teil der Vornoten ist. Sie muss ein kurzes Referat auf Englisch halten und dann Fragen beantworten. Lara bereitet sich intensiv vor, schreibt sich Stichpunkte, übt laut. Als der Tag kommt, klopft ihr Herz ziemlich stark, aber sie sagt sich, ich bin vorbereitet, ich kann das. Und tatsächlich läuft die Prüfung gut. Die Lehrerin sagt, sie habe flüssig gesprochen, ein paar Grammatikfehler, aber nichts Schlimmes. Das motiviert Lara zu sehen, dass ihre harte Arbeit sich auszahlt. Ein wichtiger Meilenstein ist das Probe-Abi in Deutsch, eine 3-stündige Klausur, in der sie einen argumentativen Aufsatz schreiben muss. Sie hat schon diverse Aufsätze geübt, liest Zeitungsartikel, um Argumentationen zu erkennen, und trainiert, wie man seine eigene Meinung gut strukturiert darstellt. Am Tag der Probe-Abi-Arbeit ist sie dennoch nervös, doch sie schreibt konzentriert. Sie macht einen Entwurf, eine Gliederung, dann formuliert sie ihre Absätze. Nach 3 Stunden ist sie fertig. Eine Woche später bekommt sie eine 2, was sie super findet. Sie sieht aber vom Lehrer markierte Stellen, an denen ihr Satzbau hätte kürzer sein können. Sie lernt daraus, sich präziser auszudrücken. Nun merkt sie, dass die Hauptprüfungen immer näher rücken. Das Schuljahr naht seinem Ende und die Lehrer sprechen ständig über die finalen Prüfungsformate. Lara fühlt sich manchmal erschlagen von den Informationen, aber sie weiß, dass sie schon viel gelernt hat. Trotzdem checkt sie noch einmal ihre Planung, ob sie bestimmte Themen vernachlässigt hat. Tatsächlich bemerkt sie, dass sie in Informatik einige Programmieraufgaben kaum geübt hat, weil sie sich so auf BWL und Rechnungswesen konzentriert hat. Sie legt spontan 2 lange Lernnachmittage ein, an denen sie eine Serie von Übungsaufgaben programmiert. Anfangs ist es mühsam, doch dann findet sie Freude daran, wenn der Code endlich funktioniert. Es kommen Tage, an denen sie fast weinen möchte. Sie fühlt sich müde, hat schlecht geschlafen und muss noch so viel wiederholen. Sie hat das Gefühl, nie alles perfekt zu wissen. In solchen Momenten ruft sie ihre Freundin Sarah an. Sarah erzählt, dass sie auch gestresst ist und sich Sorgen macht, ob sie versagt. Zusammen lachen sie über diese Angst und motivieren sich, einfach weiterzumachen, Schritt für Schritt. Lara hat auch ihre Eltern, die sie aufmuntern. Mach Pausen, geh mal spazieren, wir glauben an dich. Kurz vor den Prüfungen reduziert sie das Lernen auf Kernthemen. Sie wiederholt, was sie schon kann, um sich sicher zu fühlen. Sie versucht ausreichend zu schlafen, denn sie hat gelesen, dass ein ausgeruhter Kopf leistungsfähiger ist. Am Tag vor der ersten schriftlichen Prüfung, die in Deutsch stattfindet, macht sie nur noch leichte Wiederholung. Sie packt abends alles zusammen: Schreibzeug, Wörterbuch, Getränke, Pausensnacks. Sie geht rechtzeitig ins Bett, aber schläft trotzdem erst spät ein, weil ihr Herz vor Aufregung klopft. Dann der Morgen der Deutschprüfung. Sie betritt die Aula, wo Tische mit genügend Abstand stehen. Die Lehrer verteilen die Aufgabenblätter. Sie darf einen Aufsatz aus mehreren Themen wählen. Sie sieht, dass eines über Medien und ihre Verantwortung handelt. Das hat sie ähnlich geübt. Ihr Herz beruhigt sich, sie atmet durch und liest die Aufgabe langsam. Dann macht sie eine Gliederung, notiert Stichpunkte. Die Zeit läuft. 3 Stunden. Sie schreibt konzentriert,
achtet auf Rechtschreibung, versucht einen klaren roten Faden zu haben. Als sie fertig ist, gibt sie den Text ab und atmet tief durch. Ein Stein fällt ihr vom Herzen, zumindest die Deutschprüfung ist vorbei. Am Abend danach fühlt sie sich erschöpft, aber halbwegs zufrieden. Sie gönnt sich ein Eis mit Freunden. Die nächste Prüfung, BWL, ist in 2 Tagen. Sie nutzt den nächsten Tag für eine letzte Wiederholung. Dann, am Prüfungstag, sitzt sie wieder in der Aula, sieht die BWL-Aufgaben. Da sie intensiv gelernt hat, erkennt sie vieles. Sie berechnet Kennzahlen, beschreibt Marketingstrategien, schreibt einen langen Text zum Thema Unternehmensführung. Es ist anstrengend, aber sie ist dankbar, gut vorbereitet zu sein. So meistert sie eine Prüfung nach der anderen. Rechnungswesen, Englisch, Informatik. Jede Prüfung fühlt sich wie ein kleiner Endboss in einem Spiel an. Lara wendet alle Tricks an. Genügend Pausen, ruhig atmen, nicht in Panik verfallen, wenn sie eine Teilaufgabe nicht sofort versteht. Sie erinnert sich daran, wie sie in Mathe oft Fehler durch Hektik gemacht hat. Nun geht sie strategisch vor, markiert Aufgaben, die sie sicher lösen kann, macht diese zuerst, um Punkte zu sammeln. Dann kehrt sie zu den schwierigeren Fragen zurück. Eine besonders nervenaufreibende Prüfung ist Informatik, weil sie immer Angst hatte, den Code zu verhauen. Doch sie bleibt gelassen, schreibt ihre Programme sorgfältig, testet logisch im Kopf, ob es Sinn ergibt. Am Ende schafft sie es, alles abzugeben und hofft, dass die Korrektur fehlerfrei sein wird. Danach ist nur noch die mündliche Prüfung in Rechnungswesen da, die ihr am meisten Respekt einflößt. Sie bereitet sich mit Stella, ihrer Mitschülerin, vor, üben praxisbezogene Fragen. Kurz vor der Prüfung klopft ihr Herz wieder, sie schwitzt. Doch sie sagt sich, ich habe so viel getan, es wird reichen. Tatsächlich läuft die mündliche Prüfung gut. Sie bekommt Fragen zu Buchungsregeln, zur Kostenrechnung, muss ein paar Fälle schnell lösen und erklären. Sie macht ein paar kleine Fehler, doch insgesamt wirkt sie sicher und bekommt von der Prüfungskommission ein Lächeln. Nach etwa 20 Minuten ist es vorbei. Lara verlässt den Raum, setzt sich auf den Flur und atmet tief durch. Es ist vorbei, denkt sie. Noch 2 Wochen dauert es, bis die Ergebnisse offiziell verkündet werden. Diese Zeit ist anstrengend, weil sie nicht weiß, ob alles gut war. Sie macht einen kleinen Nebenjob, um sich abzulenken, geht mit Freunden ins Kino, versucht, nicht ständig daran zu denken. Am Tag der Abschlussfeier versammeln sich alle Schüler in der Aula. Die Lehrer verteilen Umschläge mit den Noten. Lara nimmt ihren Umschlag mit zitternden Händen, reißt ihn auf. Sie liest Deutsch 2, BWL 2+, Rechnungswesen mündlich 2, Englisch 2-, Informatik 3. Ihr Schnitt ist richtig gut, bei etwas über 2,0. Sie lächelt breit, ihr laufen Tränen der Erleichterung über die Wangen. Sie hat es geschafft und sogar besser als gedacht. Lehrer gratulieren, Eltern umarmen sie, Freunde stoßen mit ihr an. Manche Mitschüler, die sich mehr erwarteten, sind enttäuscht. Andere, die sich weniger erwarteten, sind genauso froh wie sie. Lara empfindet nur Dankbarkeit. Sie weiß, dass ihr Lernplan, ihre Disziplin und die Hilfe von Freundinnen wie Stella den Unterschied machten. Sie hat es nicht perfekt gemacht, aber sie hat ein super Ergebnis erzielt. Nach der Feier sitzt sie in ihrem Zimmer und denkt an die vergangenen Monate, an den Druck, die Zweifel, die Lernabende. All das hat sich gelohnt. Sie hat nicht nur viel Wissen, sondern auch Selbstvertrauen gewonnen. Sie überlegt, was sie als nächstes tun will. Eine Ausbildung, ein Studium oder direkt ins Berufsleben. Sie weiß noch nicht genau, aber jetzt, wo der Schulabschluss gut gelungen ist, hat sie alle Türen offen. Sie geht mit Freunden essen und sagt während des Abends, ich hätte nie gedacht, dass ich so eine gute Prüfung ablegen kann. Ich war immer eher eine durchschnittliche Schülerin. Aber manchmal muss man einfach an sich glauben und hart arbeiten. Dann passiert Großes. Die anderen nicken.
erzählen von ihren eigenen Erfolgserlebnissen. Es ist ein schöner Abschluss für dieses Kapitel in ihrem Leben. Schließlich plant sie eine kurze Reise, um sich zu belohnen. Vielleicht ans Meer oder in eine andere Stadt. Sie nimmt sich eine Woche Zeit zum Abschalten. Dabei liest sie zur Entspannung einen Roman, genießt gutes Essen, macht Spaziergänge. Diese Ruhe hat sie sich verdient, denn sie hat gezeigt, dass man mit Durchhaltevermögen und einer guten Strategie eine Prüfung mit Bravour bestehen kann. Wenn sie jetzt an den Tag denkt, als sie ihren ersten Lernplan schrieb, muss sie lächeln. Es war der richtige Schritt, sich zu organisieren, um nicht in Panik zu verfallen. Sie erinnert sich an den Abend, an dem sie fast weinend über den Büchern saß, und an die Rückenschmerzen, weil sie so lange am Schreibtisch verbrachte. All das gehört dazu, um zum Ziel zu gelangen. Sie sagt sich, meine Prüfung war nicht nur eine Wissensfrage, sondern auch eine Charakterprobe. Und sie hat sie bestanden.